Wir fliegen jetzt von Bangkok nach Siem Reap, das heißt von Thailand rüber nach Kambodscha, weil wir uns Angkor Wat ansehen wollen. Und dazu fliegen wir mit einem sehr kurzen Flieger mit Air Asia und testen mal die Airline, wie gut die so ist und was die taugt. Dieser Air Asia Flieger wird uns jetzt von Bangkok Don Muang Flughafen nach Siem Reap, Kambodscha bringen. Also los geht's! Wir haben unsere Sitze leider ganz hinten, also heißt einmal quer, heißt einmal quer durch den Flieger laufen. Aber ist es noch nicht voll. Das heißt, wir können eigentlich easy durch. 29a habe ich. Hier, genau. So, erstmal hier heimisch machen. ในขณะนี้เครื่องบินของเรากำลังอยู่ระหว่างการเติมน้ำมันเพื่อความปลอดภัยโปรดใส่เข็มขัดที่นั่งครับ Wir fliegen mit dem Airbus A320-200 aus einer kleinen Rennmaschine diese Kurzstrecke und Sitzkonfiguration 3-3 auf beiden Seiten und ja, die Sitze sind recht eng angeordnet und für mich halt viel zu klein alles, aber für eine Stunde geht das schon. Ja, der Beinabstand zum Vordersitz ist schon so gut wie nicht vorhanden. Wie gesagt, ab 1,85 Meter wird es schon sehr eng. Ja, hier unten haben wir nichts Spannendes, einfach nur ein Fach mit ein paar Zeitschriften und der Sicherheitsinfo. Ja, Fach ist jetzt auch nicht besonders groß. Kann man sein Handy... Zumindest ist ein Fach da, das stimmt. Wir hatten ja auch schon Flieger, wo gar kein Fach da war oder wo es kaputt war, dummerweise. Es ist ein Fach da. Man kann sein Handy reintun, man kann vielleicht noch Kopfhörer reintun, aber auch nicht sehr viel mehr. Ja, dann wird es jetzt gleich in 5 Minuten losgehen, wenn das Boarding beendet ist. We ask for your full attention to the cabin crew in front of you. Place the mask over your nose and mouth with the headband securely placed around your head. Der Flug rüber nach Siem Reap, Kambodscha ist nicht besonders lang. Ich glaube, der geht sogar unter einer Stunde. Auf jeden Fall, wir sind jetzt schon auf dem Rollfeld und gleich geht's los. Wir haben gerade auch ziemliches Glück, dass der Flieger nicht voll ist und wir quasi aufrutschen konnten, dass ein Platz hier neben uns frei ist. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Wir haben jetzt Reiseflughöhe schon erreicht und die Anschnallzeichen sind schon ausgegangen und wir werden jetzt demnächst auch unser Essen bekommen. Das kann man hier dazu buchen, das hat ein paar Euro gekostet und das war auf dem letzten Flug auch schon sehr, sehr gut. Also kein Flugessen, wie man das sonst kennt. Das war wirklich ein richtig gutes Gericht. Und das werden wir jetzt, denke ich, bekommen. Und bis dahin warten wir jetzt noch ab. Was mir auf jeden Fall auffällt oder eben nicht auffällt, dass es nicht vorhanden ist, irgendwelche Ports zum Laden. Also ob jetzt USB-Port oder Strom. Leider ist da gar nichts davon da. Das heißt, am besten eine Powerbank mitbringen, denn man kann hier im Flieger nichts aufladen. Aber andererseits, der Flug ist nicht mal eine Stunde. Also ich glaube, so lange sollte ein Handy dann doch halten. Aber auf jeden Fall keine Lademöglichkeit. So, hier hinten haben wir einen kleinen Aufenthaltsbereich, beziehungsweise es ist eigentlich eher der Bereich der Crew, wo sie hier alles vorbereiten, das Essen und hier die ganzen Geräte, die sie bedienen, aber eben hier auch die Toilette hinten ist. Die werde ich mir jetzt mal ganz kurz anschauen. Erfahrungsgemäß sind die relativ klein in solchen Fliegern. Ja, geht aber, würde ich sagen. Ist gar nicht mal so eng. Ich hatte schon Flieger, da war das quasi fast die Hälfte von dem hier. Ja, sauber ist es auf jeden Fall. Hier gibt es ein bisschen Seife, Tücher, ist alles da, Toilettenpapier ist da. Also definitiv sauber.
Wir bekommen gerade das Essen, das wir vorab schon gebucht haben. Und man hat die Möglichkeit eben bei Air Asia das Essen schon beim Buchen sich auszusuchen. Und dann wird einfach nur gecheckt nach Bordkarte, ob du auch derjenige bist, der das bestellt hat. Und dann bekommt man das eben gleich. So. Ja, das Essen ist eingetroffen und das lassen wir uns jetzt schmecken. Und zwar ist das ein Thai Basil Chicken with Rice, also ein Thai Basilikum Chicken mit Reis. Das ist, glaube ich, Pad Krapau auf Thai. Und es sieht auf dem Foto schon mal gut aus. Ich werde es jetzt erstmal aufmachen und schauen, wie es aussieht. Fleisch ist sehr, sehr gut und es ist scharf. Alter, ist das scharf. Oh, Hossa. Ja. Also, man kann so ahnen, da sind einiges an Chilis dran. Ja, ansonsten ist es exquisit mit den Basilikum und aber es brennt halt einfach. Okay, also in Thailand ist es ja normalerweise so, dass alles relativ scharf ist. Also nicht alles, aber viele Gerichte. Und das gehört dazu. Das hier ist ein scharfes Gericht. Wenn man jetzt als Tourist oder Ausländer dort ist, dann machen die das für einen sowieso von vornherein schon mal nicht scharf. Weil die wissen, dass wir das nicht so gut vertragen. Und selbst wenn man scharf bestellt, ich esse gerne scharf und ich bestelle immer scharf, die machen das nicht scharf, weil die glauben mir nicht, dass ich gerne scharf esse. Jetzt im Flieger ist es natürlich so, dass der Koch ja nicht weiß, ob das eine Thai-Person bekommt oder ein Tourist bekommt. Das heißt, er macht einfach das Rezept ganz original, wie es ist. Und das Pad Krapau ist ein scharfes Gericht. Deswegen sehen wir hier Tränen. Nee, Tränen nicht. Es ist gut scharf. Also es brennt ganz schön auf der Zunge, aber also es könnte noch schlimmer sein, aber es ist zumindest, so gehört es wohl vom Schärfegrad. Genau, also das ist jetzt einfach so original scharf, wie das Gericht gehört. Das heißt, recherchiert am besten, ob das Gericht, was ihr vorab bucht, ein scharfes Gericht sein soll oder nicht. Das, was wir auf dem Flug davor hatten, von Chiang Mai nach Bangkok, das war Pad Thai und das war nicht scharf. Aber wie ist vom Geschmack her? Also ein weiches Fleisch, Soße mit der richtigen Konsistenz und Reis passend. Also es passt gut, es ist einfach ein gutes Gericht. Kann man das überhaupt falsch machen? Die Sitze lassen sich auf jeden Fall auch ein bisschen zurücklehnen, auch wenn es nicht sehr viel ist. Dafür ist hier der Knopf an der Armlehne da. Wie gewohnt eigentlich, wie man aus jedem Flieger kennt. Aber viel schlafen kann man auf so einem 40-Minuten-Flug sowieso nicht. Crew ist freundlich und routiniert, würde ich mal sagen. Aber machen ihren Job gut, also kann man nichts sagen. Also ganz ehrlich, Air Asia, natürlich haben die freundliches Personal und ist noch gut organisiert. Wir befinden uns gerade im Landeanflug. Die Cabin Crew hat sich auch schon hingesetzt und es ist ein bisschen arg wackelig, was bei Landungen öfter mal so sein kann. Auf jeden Fall werden wir in circa 5 Minuten hier in Siem Reap in Kambodscha landen. Und ich würde sagen, es war ein angenehmer Flug, ein kurzer, aber angenehmer Flug. Flieger recht modern eingerichtet.
Ja, entspricht auch westlichen Standards, würde ich sagen, definitiv. Die Crew war sehr freundlich. Mankos, ja, es gibt kein USB-Port zum Aufladen. Das würde ich jetzt persönlich schön finden. Und klar, Entertainment-System wäre immer schön, aber auf so Kurzstreckenflügen, ja, mein Gott, also eine Stunde hält man, glaube ich, schon durch ohne Entertainment. Aber ansonsten lief alles super und wir freuen uns jetzt auf die Landung. Punkte von 10. 3 von 5, war ein guter Flug, nichts Besonderes, aber für Kurzstrecke absolut okay. Preislich weiß ich gar nicht, preislich war ganz okay, oder? Ja, war ganz gut. Ja, also von daher alles easy. Um keine weiteren Videos zu verpassen, lasst gerne ein Abo da und ein Like. Und wenn ihr ganz cool drauf seid, auch gerne die Glocke. Dann verpasst ihr auch nicht, wenn wir wieder auf weitere Reisen gehen.